Die Prinzessin auf der Erbse. Es war einmal ein Prinz. Er lebte in einem wunderschönen Schloss. Der Prinz war freundlich und klug, doch etwas fehlte ihm. »Ich möchte heiraten, aber nur eine echte Prinzessin«, sagte der Prinz. Der Prinz reiste durch viele Länder und suchte nach einer Prinzessin. Doch er wurde immer wieder enttäuscht. Der Prinz begegnete vielen Prinzessinnen. Er blieb jedoch unsicher. »Sind Sie wirklich echte Prinzessinnen?«, fragte er sich zweifelnd. Nach langer Zeit kehrte der Prinz traurig in sein Schloss zurück. »Ich habe keine echte Prinzessin gefunden«, sagte er. Eines Abends zog ein schweres Gewitter über das Land. Der Wind heulte und der Regen prasselte gegen das Schloss. Der Himmel verdunkelte sich und Blitze erhellten die Nacht. Plötzlich klopfte es laut an die Tür. »Wer kann das sein?« fragte der König und öffnete die Tür. Vor der Tür stand ein junges Mädchen. Ihre Kleider waren durchnässt und ihr Haar klebte im Regen. »Bitte helft mir«, rief das Mädchen verzweifelt. »Ich bin eine Prinzessin«, erklärte das Mädchen. »Eine Prinzessin? Wirklich?« fragte die Königin erstaunt. »Ja, ich komme aus einem fernen Königreich«, sagte das Mädchen. Die Königin betrachtete das Mädchen nachdenklich. »Vielleicht ist sie tatsächlich eine echte Prinzessin«, sagte sie leise. Ihr kam ein besonderer Gedanke. Die Königin holte im Schlafzimmer eine kleine Erbse hervor. »Jetzt erfahren wir die Wahrheit«, sagte sie und legte die Erbse bereit. Die Königin legte die kleine Erbse auf das Bett. »Ganz unten«, sagte sie leise. Dann wurde eine dicke Matratze über die Erbse gelegt. Danach wurde eine weitere Matratze ins Zimmer gebracht. Dann noch eine weitere. Bald wurde das Bett sehr hoch. Die Matratzen bildeten einen großen, weichen Turm. Zum Schluss legte die Königin viele weiche Decken auf das Bett. »Jetzt ist alles bereit«, sagte sie ruhig. Das Mädchen wurde in ihr Zimmer geführt. »Schlaf gut«, sagte die Königin freundlich. »Danke sehr«, antwortete das Mädchen höflich. Das Mädchen sah das hohe Bett und staunte. »Das ist aber ein sehr großes Bett«, sagte sie überrascht. Sie kletterte vorsichtig hinauf und legte sich auf die Matratzen. »Gute Nacht«, flüsterte sie und schloss die Augen. Die Nacht war dunkel und unruhig. Der Sturm klopfte gegen die Fenster des Schlosses. Plötzlich spürte das Mädchen etwas unter sich. Was ist das?« fragte sie leise und öffnete die Augen. Sie drehte sich nach links, dann nach rechts. Aber das Gefühl blieb. »Das Bett ist nicht bequem«,
murmelte sie und setzte sich auf. Sie sah sich im dunklen Zimmer um. Sie legte sich wieder hin und versuchte zu schlafen. Doch wieder spürte sie den Druck. Da ist etwas unter mir. Sagte sie leise. Sie wirkte jetzt sehr unruhig. Die Nacht verging langsam. Der Regen fiel weiter gegen die Mauern des Schlosses. Das Mädchen konnte nicht schlafen. Sie saß im Bett und wartete auf den Morgen. Wann wird es endlich hell? Fragte sie müde. Langsam wurde der Himmel heller. Die ersten Sonnenstrahlen kamen durch das Fenster. Die Tür öffnete sich. Die Königin kam herein und sagte: Guten Morgen, liebe Prinzessin. Hast du gut geschlafen? Fragte sie ruhig. Das Mädchen setzte sich langsam auf und rieb sich die Augen. Nein, ich habe schlecht geschlafen. Sagte sie müde. Etwas war unter mir. Sagte das Mädchen leise. Es war hart und ich konnte es spüren. Die Königin lächelte leicht. Dann bist du wirklich eine Prinzessin. Sagte sie ruhig. Nur eine echte Prinzessin spürt so etwas. In diesem Moment kam der Prinz in den Raum. Er sah das Mädchen und blieb stehen. Eine echte Prinzessin, Rief der Prinz glücklich. Seine Augen leuchteten vor Freude. Das Mädchen lächelte vorsichtig. Bist du der Prinz? Fragte sie leise. Ja, Antwortete der Prinz freundlich. ich habe lange nach dir gesucht. Die Tage vergingen. Der Prinz und die Prinzessin verbrachten viel Zeit zusammen. Sie sprachen, lachten und lernten sich besser kennen. Langsam wurde aus Freundschaft Liebe, Ich möchte dich heiraten. sagte der Prinz eines Tages. Er war sehr ernst und glücklich zugleich, Ja, sagte die Prinzessin leise und lächelte. ich möchte auch bei dir bleiben. Der Prinz und die Prinzessin heirateten. Im ganzen Königreich wurde gefeiert. Musik erklang und Menschen tanzten vor dem Schloss. Alle waren glücklich. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.